Warum wollen eigentlich immer mehr Menschen in Jurten leben? Ganz einfach. Jurten verbinden Naturverbundenheit mit Minimalismus und sind oft gemütlicher, als man denkt. Sie bieten einen ganz besonderen Lebensstil, der entschleunigt und inspiriert. Und noch dazu sind sie meist günstiger als Tiny-Häuser. In diesem Video zeige ich euch die 5 schönsten Jurten, die nicht nur durch ihre Bauweise, sondern auch durch ihre Atmosphäre beeindrucken. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jakob und das ist meine selbstgebaute Jurte, in der ich lebe. Also hier ist der Küchentrakt quasi. Also ich habe tatsächlich wie in einer ganz normalen Wohnung auch hier fließend Wasser aus der Leitung. Ja, und habe sogar, jetzt gerade zwar nicht angeschlossen, aber hier habe ich tatsächlich auch einen Schlauch mit Heißwasser. Auf Knopfdruck kann ich hier quasi die Pumpe anstellen und dann habe ich hier aus dem Kanister quasi kommt dann mit einer Pumpe Wasser durch meinen Durchlauferhitzer. Durchlauferhitzer mit Gas funktioniert der, deswegen auch ist der sozusagen off-grid. Und ja, dann habe ich hier quasi zum Abwaschen Heißwasser und genau, Mülleimer und eigentlich alles, was auch in einer normalen Küche auch zu finden ist. Wasserkocher, Toaster, sogar ein Herd, also Backofen, Herd. Habe ich zwar nur eine Fläche, aber ja, ich kann halt immer nur bis ungefähr 2000 Watt hier nutzen an Leistung, weil ich habe im Moment hier nur ein Stromkabel hierher gelegt und das geht über mehr als 100 Meter. Das ist nicht ganz so gut, sage ich mal. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Also ich muss immer darauf achten, wie ich meinen Strom einsetze. Ich kann quasi immer nur entweder hier die Herdplatte anmachen oder den Wasserkocher oder irgendwas anderes. Und das darf natürlich auch nicht auf volle Pulle laufen. Also am besten wäre es eben, wenn man maximal so 1500 bis maximal 2000 Watt zieht und eben nicht mehr. Auch wenn es eine ganze Phase eigentlich ist mit 3000 Watt, das kommt hier nicht an. Und da muss man halt auch sehr vorsichtig sein, dass das Kabel nicht zu heiß wird. Genau, deswegen spare ich ein bisschen Strom. Und beim Wasser ist es auch so. Also man lernt hier, wenn man so unter einfachen Bedingungen lebt, eben sehr gut zu sparen. Einerseits mit Strom, aber auch mit Wasser. Ja, und merkt dann auch mal, wie wenig man da eigentlich braucht. Das ist ziemlich schön. Ja, und ansonsten, wie gesagt, mein ganzes Essen ist hier in den Hängeschränken verstaut. Die sind ganz einfach an das Scherengitter rangeschraubt. Das ist ganz cool. Man kann einfach hier durch von innen 2 Schrauben in das Scherengitter machen und dann kannst du quasi diese Schränke an jeder Stelle des Raumes installieren. Also was ich zum Beispiel absolut keinem empfehlen kann, ist, sich jetzt eine mongolische oder eine kirgisische Jurte zu importieren, die aufzubauen, darin einzuziehen und zu erwarten, jetzt wohne ich einfach an dieser einen Stelle in dieser Jurte und dann funktioniert das. Das ist ein Trugschluss, das funktioniert nicht. Und das haben auch schon viele Leute schmerzlich dann irgendwann erleben müssen, weil das ist für ein anderes Klima, für eine völlig andere Klimazone konstruiert. So, und wenn man das aber in Deutschland hier oder auch in Europa allgemein aufbauen möchte, dann muss man eben mit den viel feuchteren Temperaturen, also oder viel feuchterem Klima eben klarkommen. Und da gibt es nur eine Herangehensweise. Du brauchst halt eine etwas festere Konstruktion im Außen von der Jurte und am besten auch einen festen Untergrund. Ne? Also jetzt nicht einfach nur auf einer Wiese aufbauen, wo sozusagen die Feuchtigkeit ja auch vom Boden her dann hochziehen kann, sondern ja, und der Schlüsselpunkt eigentlich für das Leben in Europa in der Jurte ist eigentlich die hinterlüftete Wand und Dach. Ich habe sogar eine Waschmaschine eben, die ist tatsächlich auch angeschlossen, also das kann ich wirklich auch nutzen. Und ja, wie geht es hier weiter? Hier ist meine beiden Klamottenschränke. Ich habe relativ viele Klamotten, die ich eigentlich gar nicht brauche. Also das sind so viele Arbeitskleidungssachen, die im Prinzip seitdem ich hier wohne in der Jurte, sind die in dem Schrank und werden gar nicht ausgepackt.
Also von daher, man könnte sich da definitiv noch weiter reduzieren. Aber ja, nun habe ich halt diese großen Schränke. Ist auch alles hier Zeug vom Sperrmüll. Also diese ganzen Schränke hier, die sind alle irgendwo aussortiert gewesen. Und ich habe die quasi gerettet, habe die dann zum Teil noch verziert, neu bemalt oder irgendwas. Ja, genau, um die so ein bisschen zu erhalten. Das ist eigentlich hier so der schönste Platz, weil wenn man hier sitzt, dann kann man einerseits schön auf die Flammen im Ofen gucken. Ja, das ist wirklich toll. Und andererseits auch nach draußen gucken und hat sozusagen diese große Fensterfront nach außen eben und hat schöne Sicht über die Felder. So, das ist eigentlich so mein Lieblingsplatz hier. Das ist so wirklich das super gemütlichste hier. Da ich ja relativ viele von diesen Materialien hier kostenlos gesammelt habe, beziehungsweise ich habe viele, sowas wie bei LKW-Planer habe ich B-Ware genommen. Also meine Jurte hat insgesamt so von dem Materialwert ungefähr 3.000 € gekostet. Ungefähr. So, das ist Plus und Minus zu sehen. Einige Sachen hätte man bestimmt noch ein bisschen Geld sparen können, ne, weil das waren einfach so Sachen, da habe ich ein bisschen mehr Holz gekauft, als ich gebraucht habe. Und ja, also, aber das um diese 3.000 € herum bewegt sich das vom Materialwert. Ich bin Christiane und ich wohne jetzt zusammen mit meinem Freund Christian seit 2,5 Jahren in dieser wunderschönen Jurte und es ist wirklich ein kleiner Traum. Ja, hier kochen wir. Das ist eine Küchenhexe. Die hat ein guter Kumpel von mir, der Schornsteinfeger, ist auch angeschlossen und geguckt, wie wir das hier so mit dem Ofenrohr gemacht haben. Und er hat uns auch noch einen Kohlenmonoxid-Melder eingebaut. Er sagte, ohne das Ding lässt er uns den Ofen nicht anschmeißen. Ich kann hier backen. Hier habe ich eine Kochplatte, die ist super heiß, wenn es hier halt brennt. Hier ist die Brennkammer. Aber generell ist die ganze Platte heiß. Das heißt, ich kann hier richtig doll kochen und die anderen Sachen zur Seite schieben. Das ist meine kleine Küche, aus so einem alten Ikea-Kommodenteil gebaut. Genau, das ist das. Ich nutze den Geschirrspüler im Haus hauptsächlich. Manchmal mache ich mir aber auch einfach eine Schüssel Wasser, stelle mir die rüber auf die Küche, koche das mit dem Wasserkocher auf oder wenn der Ofen an ist, habe ich da extra einen Teekessel, wo ich das Wasser aufkoche. Und dann wasche ich auch mal so ab. Ansonsten kann ich es halt, wie gesagt, im Haus im Geschirrspüler abwaschen, was natürlich eigentlich ganz cool ist. Mir ging es gesundheitlich nicht mehr so gut in meinem alten Job. Ich hatte eine Führungsposition inne und hatte viel Verantwortung und Stress und dann bin ich ein bisschen krank geworden, sowohl psychisch als auch physisch. Das hat sich alles so ein bisschen dann aufgedoppelt und dann habe ich wirklich überlegt, wie kann ich mein Leben ändern und habe immer mehr gemerkt, dass halt alles, was mich ausmacht und was ich früher in der Schule geliebt habe, ich hatte Kunst als Hauptfach und all diese Sachen, dass ich das gar nicht mehr ausübe. Und dann war die Überlegung ein Tiny House. Ist ja sowieso schon irgendwo so ein Vibe und darauf sind wir dann aber über YouTube irgendwie auf die Jurte gestoßen und ja, war irgendwie sofort klar, dass das eine Jurte wird, weil das nochmal ein anderes Raumgefühl hat, ein bisschen größer ist und da habe ich dann zu meinem Freund gesagt, wir verkaufen all unsere Möbel, suchen uns das Schönste aus und machen das uns richtig nett in diesem kleinen Zelt. Und ja, dann haben wir die Jurte gesehen, haben gegoogelt, haben uns über YouTube schlau gemacht. Ich habe meinen einzigen Kumpel, der einen Bauernhof hatte, gefragt. Ich so, hey, wenn ich eine Jurte bauen dürfte, meinst du, ich könnte das bei dir machen? So über WhatsApp. Und er, hey, ich habe gestern noch über eine Jurte gegoogelt. Klar, können wir uns mal treffen. Und 3 Monate später sind wir hergekommen und haben angefangen. Und ich habe zu Hause in meiner alten Wohnung versucht, Pläne zu machen und Material, was wir brauchen. Und habe meine Mathematik rausgeholt, Geometrie und versucht, irgendwie einen Zylinder auszurechnen. Und habe wirklich alles versucht, damit wir es irgendwie hinkriegen. Und ja, hat halt eben geklappt. Und jetzt wohnen wir hier seit 2,5 Jahren. Wir haben 3 Monate gebraucht für den Bau. Und es ist was ganz Besonderes. Es ist
eigentlich so mit einer der schönsten Erfahrungen und ein großes Abenteuer, was ich je gemacht habe. Und ich habe auch ganz viel dabei gelernt beim Bau dieser Jurte, so über mich und über das Leben. Nämlich, wenn man was will, dass man das auch schaffen kann, auch wenn man keinen Plan hat und keinen fragen kann irgendwo. Also der Wille war da und wir haben nur mit ein bisschen YouTube und Google das irgendwie geschafft. Und das war für mich im Nachhinein, als wir fertig waren, so ein großes Learning im Leben, dass es dieses, das kann ich nicht, das gibt's gar nicht, sondern alles, was du nicht kannst, kannst du lernen, wenn du es willst. So. Und hier male ich halt, oder generell, wenn man Papierkram machen muss, das ist halt der Alles-Tisch. Ne? Kochen, essen, malen, Büro. Ja, hier war mal erst ein Bad geplant, da wäre ich dann hier so durchgekommen. Hallo? Und hier war halt eine Wand und hier war auch eine Wand, also es war zu und ich wollte eigentlich hier eine freistehende Wanne haben und eine Toilette und das war eigentlich unser Waschbecken-Unterschrank. Ich habe auch so ein kleines Porzellanwaschbecken damals gekauft, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir hätten Abflüsse legen müssen, richtige Rohre und das ist dann immer mit Baugenehmigung und so weiter so eine andere Sache und im Haus nebenan, da dürfen wir das Badezimmer mit benutzen und die Toilette. Im Winter kann das auch mein Neffi sein. Aber ja, das ist halt von uns zu Fuß vielleicht 20, 30 Meter. Da haben wir alles, da benutze ich auch die Waschmaschine. Und ja, da haben wir alles, was wir brauchen. Das hier ist unsere Lümmelwiese, hier chillen wir gerne. Stand eigentlich mal unterm Hochbett. Wir haben aber getauscht, weil im Sommer habe ich die Terrassentür auf, da ist noch eine Tür. Und dann einfach die frische Luft. Du hast das Gefühl, du liegst unter den Bäumen im Garten. Also man liegt so mitten im Grün. Und ja, das haben wir einfach so gelassen. Das ist einfach gemütlich, man kann schön rausgucken. Da wird auf jeden Fall gelümmelt und mal ein bisschen Laptop, Netflix und so geguckt. Das ist unser Musikboard und auch wirklich nur das. Da ist nichts anderes drin außer eine Anlage. Und ja, fand ich einfach cool. Damals von eBay Kleinanzeigen gekauft. Und wir hören hier nämlich echt viel Musik. Also mehr als dass wir jetzt Fernsehen gucken oder sowas. Von daher musste das Ding mit. Ich habe hier auch überall drumherum Dolby Surround eine Box für Musik. Ja, hier oben schlafen wir. Direkt unter der Fensterkuppel. Kann man natürlich auch aufmachen. So ein bisschen frische Luft hat morgens. Die Diskokugel hat tatsächlich einen Sinn und Zweck. Nämlich wenn die Sonne hier morgens reinscheint, dann ist das quasi wie eine Gardine und man kann sich mit dem Kopf immer so ein bisschen mit dem Schatten der Diskokugel mitwandern und liegt nicht in der grellen Sonne. Spinnen, wer absolute Angst vor Spinnen hat, für den ist das nichts. Und wer absolute Hausstauballergie hat, vielleicht auch nicht unbedingt. Weil so eine Holzfaserdämmung, wenn es mal stürmt und so, dann kann es auch mal so ein bisschen rieseln. Und der Ofen, der wirbelt auch immer wieder Staub auf. Aber ansonsten geht's. Deswegen haben wir hier über dem Bett wegen den Spinnen immer dieses Netz, weil sonst könnte ich gar nicht in Ruhe schlafen. Also darunter ist okay. In letzter Zeit bin ich verdammt viel unterwegs, um neue, spannende Geschichten für meinen YouTube-Kanal zu drehen. Manchmal bleibt kaum Zeit, um alle meine Akkus zu laden für den nächsten Dreh. Deshalb fährt seit kurzem die River 3 Plus von EcoFlow mit. Die Powerstation ist super leicht, gerade mal 3,5 Kilo, was sie für den Transport ideal macht. Sie lädt innerhalb von einer Stunde komplett und durch den zusätzlichen Akku hast du noch mehr Power. Du kannst sie allerdings auch im Auto über den Zigarettenanzünder laden. Die River 3 Plus ist perfekt fürs Laden von Handy, Laptop, Kühlbox und kleinen Küchengeräten. Im April gibt es übrigens bei EcoFlow wieder das jährliche Mitgliederfestival. Dort gibt es eine Menge Rabatte auf die Produkte. Schau gerne vorbei. Den Link und meinen Rabattcode findest du in der Videobeschreibung. Wir sind Selina und Ramon und wir leben mit unseren 3 Kindern, 3 Katzen und einem Hund in 2 Jurten und Tiny House in Portugal.
Das ist unsere Hauptjurte. Das ist der Ort, an dem wir eigentlich die meiste Zeit verbringen, wenn wir nicht gerade draußen sind. Das ist die Schlafjurte. Hier schlafen meistens Ramon, ich und Alma. Aber ganz oft auch die anderen 2 Kinder. Da haben wir dann hier noch so eine Matratze am Boden und dann sind wir zu 5 hier. Anfangs dachten wir, das würde uns reichen, einfach diese Schlafjurte für die ganze Family. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir trotzdem noch einen anderen Space brauchen, vor allem weil die größeren 2 Kinder das wollten. Und dann haben wir noch ein Tiny House dazu gebaut. Und jetzt ist es so. Jetzt schlafen sie trotzdem hier. Ja, genau. Ja, aber phasenweise halt. Phasenweise, das stimmt. Nee, aber den Space brauchen sie trotzdem da. Ich meine, hier noch die ganzen Kindersachen, das geht gar nicht. Es ist ja Schlafzimmer, es ist nicht nur Schlafen, sondern auch halt Rückzug. Und das ist zu klein, der Rückzug für 5. Das stimmt. Das ist unser Badezimmer. Da ist Hände waschen, Gesicht waschen. Hier ist unser Kompostklo und da dann auch die Dusche. Und am Anfang stand nur dieses Kompostklo. Dann haben wir so alles rundherum gebaut. Wenn man es weiß, sieht man es, was Ja. es rundherum gebaut ist. Das ist wirklich Patchwork hier. Und es ist noch nicht fertig. Ja. Und warum hängen jetzt die Zahnbürsten in Gläsern? Einfach weil es schön ist. Nein. Wir haben hier Insekten, die nachts rauskommen. In der Schweiz heißen die Ohrmückler. So kleine Insekten, die hinten am Hinterteil haben sie so Klammern. In Deutschland heißen sie auch was mit Ohr, ja. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, die sind eigentlich harmlos, aber die sind uns über die Zahnbürsten gekrochen und das war sehr unangenehm. Und jetzt so klappt es ja. Genau, Gehen nicht so mehr ist ran. super. So. Ja. Und es war wirklich so ein schöner Augenblick, als wir das erste Mal duschen konnten, nach einem Jahr hier sein. Wir haben 1 Jahr nicht geduscht, also. Ja? Nein. Wir mussten das Wasser einfach herbringen mit so kleinen Kanistern und haben dann Löcher reingemacht und so über uns geschüttet, ging auch. Aber als wir dann so wirklich warm duschen konnten, das erste Mal, war wirklich Heaven. Ja. Mega schön. Ein Solarboiler kommt dann noch dazu. Für den Ist Sommer. alles noch nicht ganz fertig, ja. Im Moment noch mit Gas. Dankeschön. Wow, dafür haben wir 10 Jahre lang jetzt gekämpft und sind durch all das durchgegangen und jetzt haben wir das erreicht. Wird es auch noch viel schöner, dass es so viel Zeit gebraucht hat. Das macht den Traum noch wertvoller, das Erreichen das von einem stimmt. Traum. Und dann kommst du quasi so in die Phase, in der du merkst, dass du das jetzt wirklich hast und dass du das jetzt auch genießen kannst. Weil zuerst waren wir, glaube ich, das erste Jahr hier und haben weitergemacht und getan. Und jetzt kommt so der Moment, oder so seit ein paar Monaten, für mich auf jeden Fall. Ich glaube, für dich ist es auch so, oder? Ja, Gut. Ja. Hallo, ich bin Verena, bin bald 32 Jahre alt. Ich bin Andreas und ich bin 33. Und wir leben zusammen hier in der Jurte als Erstwohnsitz. Ja, wir stehen jetzt hier bei uns im Bad, was auch gleichzeitig unser Eingang ist.
Man kommt quasi direkt, wenn man in die Jurte reingeht, zu uns ins Bad oder in den Vorbau. Wir haben hier eine Badewanne zum Beispiel auch. Das war uns irgendwie wichtig und tatsächlich auch mit das Erste, was wir gekauft hatten, als wir beschlossen haben, wir bauen eine Jurte. Wir haben ganz normal eine Toilette. Das war, als wir uns entschlossen haben, das hier offiziell und legal zu machen, tatsächlich Pflicht, dass wir uns auch anschließen. Und deswegen die Toilette und der Wasseranschluss auch fürs Waschbecken und unsere Waschmaschine. Was uns auch wichtig war, dass wir nicht mit der Hand waschen müssen. Und das halt irgendwie ein Leben ist, was auch doch einfach trotzdem gehalten ist und jetzt nicht komplett ausufert in ganz viel Handwerkliches noch nebenher. Wir haben auch eine Trockentrenntoilette, weil wir schon trotzdem auch irgendwie diesen Kreislauf leben wollten. Und jetzt haben wir einfach 2 und das ist okay. Vom Anbau kommt man dann direkt bei uns in die Jurte rein, in die Hauptjurte. Ja, da geht es dann gleich weiter mit der Küche. Da fehlt sich eigentlich auch an nichts. Wir haben auch eine Waschmaschine, Spülmaschine, einen Ofen, weil wir kochen eigentlich hauptsächlich im Winter auf dem Ofen auf unserer Küchenhexe. Aber im Sommer mag man den natürlich nicht anschüren, da wird es dann noch wärmer sonst, deswegen haben wir auch einen kleinen Ofen. Es war eigentlich gar nicht so arg viel, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wir haben ja relativ viel selber gemacht und sind dann summa summarum, ich glaube, ungefähr auf 20.000 € gekommen. Aber da ist wirklich auch mit eingerechnet das ganze Holz und jetzt beispielsweise halt auch unsere Möbel. Also wir haben alles, es ist ja alles so ein Prozess gewesen, der entstanden ist, also in dem es entstanden ist. Und ja, da ist, glaube ich, 20.000 sogar gut kalkuliert. Es hat 3 Tage gebraucht, also so die Hauptjurte. Ja, wir hatten aber auch sehr viele Helfer, also das ist natürlich davon abhängig. Also ich glaube, wir waren bei den Hochphasen, glaube ich, waren wir schon 9 Leute oder so, die dann da auch vor allem beim Dämmen viel geholfen haben. Und dann geht es hier so ein bisschen weiter in unseren Essbereich. Wenn wir viele Freunde bekommen, können wir den Tisch auch ausziehen. Dann hat man hier tatsächlich die ganze Fläche und bekommt auch, ich glaube, wir waren schon zu 11 oder 13 Menschen hier, oder? Ja? Ja, genau. Gehen hier locker rein und haben da immer eine gute Zeit. Und dann wird es auch schon weiter in den Schlafbereich gehen. Den haben wir so ein bisschen abgetrennt mit einfach so einem Schlafnetz. Das Klavier. Hier ist so ein bisschen unser Büro einfach abgeteilt. Wir arbeiten beide von zu Hause oder können von zu Hause arbeiten und dann ist es immer so ein bisschen, einmal ist einer da, ich gehe dann manchmal auch rüber in den Essbereich, um dann einfach dort zu arbeiten. Das ist ja mit dem Laptop immer möglich. Und dann muss man schon auch sagen, dass wir großes Glück hatten mit dem Grundstück, weil es einfach in einem Mischgebiet liegt und da kein Bebauungsplan eben drauf war. Und wir hier eine ganz arg tolle Gemeinde haben, die das halt auch einfach, also da offen dafür war und das halt auch bewilligt hat. Also wenn die Gemeinde schon Nein gesagt hätte, hätten wir nicht weitermachen brauchen. Ja, und dann hatte Andreas ganz viel Nerven und viel Ausdauer in den Bauantrag gesteckt und dann immer wieder mit dem Landratsamt korrespondiert.
Hallo, ich bin Joya, ich bin 28 Jahre alt und ich habe mir hier in Oberbayern meine Jurte gebaut als Massage- und Hypnoseraum und für mich als Naturerholungsort. Ich habe die Jurte komplett selber gebaut, hat ungefähr ein Jahr gedauert, während ich auch noch gearbeitet habe, Teilzeit, und ist eben aus Bambus, wie man hier sieht, gebaut. Den habe ich, das ist ein Baubambus, kann man im Internet kaufen, aus Asien. Und genau, die Wände habe ich eben mit so einer Knotentechnik gemacht. Das heißt, ich habe Löcher reingebohrt, einfach mit dem Akkuschrauber und dann so eine Kunststoffseil verknotet. Am Anfang hatte ich das mit einem Naturseil, aber als ich diese Wand, die kann man ja so Ziehharmonika-mäßig ausklappen. Und wo ich die das erste Mal ausgeklappt habe, da sind die Schnüre alle abgeplatzt, weil die halt durchgeschnitten wurden von dem Bambus. Und ja, so macht man halt seine Erfahrungen. Ich wusste vorher auch nicht, wie das geht. Ich habe mir das Wissen während dem Bauprozess so Schritt für Schritt eigentlich angeeignet. Genau, habe sehr viel recycelt auch. Also hier das Innenzelt ist so aus alten Bettlaken. Habe ich aus Sozialkaufhäusern zusammengekauft. Genau, die Dämmung ist eben mit Schafwolle. Die habe ich auch komplett von eBay Kleinanzeigen. Also es waren so Dämmmatten, mit denen man eigentlich ein Haus dämmen kann. Der Boden ist mit Hanf gedämmt. Den habe ich auch selber gebaut. Und eben hier Fichtenholzdielen. Ist auch im Winter schön warm dann. Und mein Dachfenster hier, das habe ich auch selber gebaut. Da habe ich einen Bekannten von mir, der ist Jurtenbauer und lebt auch selber in Jurten. Dem durfte ich einmal helfen, sowas zu bauen und hatte eben daher dann das Wissen, wie man so ein rundes Teil bauen kann. Das mit einem Plexiglas oben drauf und das habe ich zusammengeleimt. Das sind lauter einzelne Holzstücke in der Leimpresse von einem befreundeten Schreiner dann. Genau, ich habe eben diese Mittelstützen, weil ich die Jurte aus Bambus gebaut habe und ich war mir nicht sicher, auch im Winter, wenn es mal schneit, wie stabil das dann ist, ob es so stabil ist wie eine Holzjurte. Und ich habe gehört, dass Bambusjurten halt nicht so stabil sind. Und genau, für mich war das damals zu der Zeit mit dem Werkzeug, was ich hatte, mit Bambus leichter zu bauen und mit der Erfahrung und dem Raum. Ich habe damals in einer WG gewohnt und habe das komplett dort in meinem WG-Zimmer und in der Garage gebaut. Genau. Ja, die Fenster, die sind auch Secondhand. Also ich habe sehr viel Baumaterial auf eBay Kleinanzeigen bekommen. Da habe ich einfach noch so eine kleine, wie so eine Holzwand noch drunter gebaut. Die habe ich auch gedämmt. Noch gelb gestrichen. Gelb ist meine Lieblingsfarbe, wie man unschwer erkennen kann. Also das kann ich halt als Sofa und als Bett nutzen und habe dadurch halt schön viel Platz hier, wenn ich ihn möchte, und aber auch ein Doppelbett, wenn ich es ausklappe. Das ist ganz schön. Mein Freund hat hier seine Trommel deponiert, weil in der Wohnung kann man halt nicht trommeln und hier können wir auch mal trommeln oder lauter Musik hören. Das ist halt das Schöne auch an der Jurte, dass man keine direkten Nachbarn hinter der Wand hat. Ja, genau, dann habe ich hier, meine Katze lebt hier, die hat auch eine Katzenklappe, wo sie immer raus und rein kann. Das ist ihr Nest. Das habe ich eben mit Resten aus der Schafwolldämmung aus der Wand gebaut. Hatte ich noch übrig und mit einem alten Karton. Und da kann sie auch mal ein Wochenende allein hier bleiben und hat ihr kuscheliges Nest eben. Ich habe angefangen, diese Wandteile und das Gerüst quasi zu bauen und habe mich dann quasi für jedes weitere Einzelteil, was ich gebaut habe, weiter informiert, so Step by Step, so ein bisschen von Frage zu Frage weiter. Und ja, ich wollte die Jurte damals irgendwie selber bauen. Ich hatte nicht so viel Geld auf einmal, dass ich mir damals eine hätten kaufen können. Und dann dachte ich mir, cool, baue ich mir einfach eine selber. Ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal machen würde. Es war schon sehr viel Arbeit, aber ich bin froh, die Erfahrung zu haben, auch wenn mal was kaputt ist oder so. Und man hat halt so eine ganz andere Beziehung auch zu der Jurte, wenn man jedes Material irgendwie selber ausgewählt hat. Ja, also so zum Aufbau. Ich habe das Dach, da ist eine LKW-Plane drauf, die ist eben hier mit diesen Dachlatten hinterlüftet. Darunter ist die Jurte einmal komplett mit diesem Tipi-Stoff abgedeckt, aber der ist halt in unserer Klimazone beim Starkregen nicht wasserdicht. Da habe ich die Erfahrung von Bekannten halt genutzt. Die hatten das mal nur mit Tipi-Stoff und da hat es dann beim ersten Starkregen durchgeregnet.
Deswegen habe ich mir von eBay Kleinanzeigen LKW-Plane besorgt und die selber zusammengeschweißt und mir ein rundes Teil draus gemacht. Genau, die Jurte, die steht auf Baumstämmen sozusagen, dass sie ein bisschen vom Boden weg ist und gleichzeitig hat man eben unten drunter dann auch noch Lagerplatz für Baumaterial, was übrig ist, oder da liegt noch eine Leiter drunter. Genau, ich habe die Jurte auch schon einmal umgezogen, inklusive Bodenplattform. Die stand auf demselben Grundstück, aber ein bisschen an einem anderen Platz. Und ja, ich habe sie eben jetzt noch eingepackt hier in diesem grünen Netz und habe auch ein grünes Dach gemacht. Das war vorher gelb, sodass es sich ein bisschen harmonischer in die Natur einfügt. Genau, und hier habe ich auch einen besseren Standort als vorher, weil Jurten sind eben sehr windanfällig und hier, wie man sieht, habe ich total schön eben diesen Schutz von den Büschen und auch gleichzeitig Schatten, dass es nicht so heiß wird dann in der Jurte im Sommer. Sehr angenehm. Und welche Jurte hat euch am besten gefallen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Like da und abonniert den Kanal für mehr alternative Lebensformen. Und wenn ihr noch einen kleinen Blick über den Tellerrand werfen wollt, ich unterstütze mit meinem Verein den Aufbau einer Schule in Uganda. Ein Herzensprojekt, das Kindern echte Bildungschancen ermöglicht. Wenn euch das interessiert, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zur Webseite und auf Instagram, TikTok und YouTube nehme ich euch mit hinter die Kulissen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.